Soweit Rolf Mützenich von der SPD. Und er hat noch mal gesagt, es war eine grobe Indiskretion und ein Vertrauensbruch von Finanzminister Lindner. Alles wurde eben durchgestochen, diese Neuwahlen, die vorgeschlagen wurden, und dieses 18-Punkte-Papier für die Wirtschaft. Ja, man habe sogar gar keine andere Wahl gehabt, als Finanzminister Christian Lindner zu entlassen, so der Tenor. Wir wollen aber noch mal einen Schritt zurückgehen, denn bei der abendlichen Fraktionssitzung der SPD hat die Partei den Bundeskanzler mit Applaus empfangen. Die Sozialdemokraten trafen sich am Abend noch mal im Bundestag, kurz nach dem Statement von Olaf Scholz zur Entlassung seines FDP-Finanzministers Christian Lindner. Zuvor hatte der Kanzler hart mit dem politischen Verhalten Lindners abgerechnet. Im Januar will Scholz im Bundestag die Vertrauensfrage stellen. Neuwahlen sind dann für spätestens Ende März geplant. Also da scheint die Stimmung doch ganz gut zu sein. Da wollen wir drüber reden mit unserem Welt-Innenpolitik-Kollegen Nikolaus Sauer. Ja, du lachst, ich lache auch. Also Scholz hat auch schon gegrinst. Herr Mützenich, der war jetzt auch nicht so schlecht drauf. Und er hat ja auch gesagt, wir werden in den kommenden Monaten aufzeigen, was möglich ist für dieses Land, wenn wir nicht diesen Koalitionspartner haben. Also was glaubt man denn, wie man da weitermachen will? Ich frage mich das, wie will man denn so regieren? Also man hätte eben so nicht weiter regieren können. Das, glaube ich, war allen Beteiligten am Ende irgendwie klar. Also ist man jetzt einfach super erleichtert darüber? Ich glaube, wir sind in der Tat erleichtert. Das hätte doch jetzt, das war eine völlige Blockade auf beiden Seiten. Die Liberalen wollten raus. Christian Lindner wollte den Bruch. Ich meine, du gehst als Kabinettsmitglied zum Bundeskanzler, der die Richtlinien der Politik bestimmt, und sagst ihm, ich schlage dir Neuwahlen vor. Was soll denn und gibst es aber gleich schon mal wieder raus, dass alle das wissen. Was soll der Bundeskanzler in einer solchen Situation tun? Er kann doch nur eins tun. Er kann versuchen, dass er das Heft des Handelns zurückholt und kann sagen, okay, gut, dann entlasse ich dich und dann mache ich jetzt alleine weiter. Das wird er sich nicht heute Nachmittag überlegt haben. Die Rede war angeblich sehr ausgefeilt und gut ausgearbeitet. Aber das wird er sich auch nicht schon vor 4 Tagen überlegt haben, sondern irgendwann ist diese Entscheidung gereift. Und ich finde, Olaf Scholz hatte keine andere Wahl mehr. Die Liberalen haben es drauf angelegt. Man muss allerdings auch sagen, dass die Situation so gekommen ist, wie sie jetzt ist, diese Blockade, geht auch auf den Kanzler zurück, der, glaube ich, zu wenig getan hat, das aufzulösen. Insgesamt ist die Politik dieser Regierung ja gescheitert. Interessant ist natürlich, dass du sagst, das Heft des Handelns zurückbekommen. Am 15. Januar will er jetzt die Vertrauensfrage stellen. Dann könnten theoretisch, die ja dann eben wahrscheinlich dann ja nicht mehr bestehen wird, dann wären Neuwahlen bis Ende März möglich. Aber das ist ja noch ganz schön lange hin. Warum vertrödelt man jetzt diese Zeit? Warum wird die Vertrauensfrage nicht jetzt schon gleich im November gestellt? Er könnte sie ja vielleicht nächste oder übernächste Woche auch schon stellen. Also er könnte die Vertrauensfrage früher stellen. Wir erleben ja in Deutschland nicht zum ersten Mal, dass Bundeskanzler Vertrauensfragen stellen. Da muss eine echte Regierungskrise dafür vorliegen. Das haben wir in diesem Fall. Das kann er früher tun. Sarah Wagenknecht hat jetzt die Tatsache, dass das erst Mitte Januar stattfinden soll, als politische Insolvenzverschleppung bezeichnet. Ich finde das einen wunderschönen Ausdruck. Das ist ein Stück weit. Wir müssen aber eins sehen. Die Parteien müssen sich ja jetzt auch aufstellen für diesen Moment. Denn wir sind ohnehin schon im Wahlkampf gewesen. Aber jetzt, glaube ich, rutschen wir ganz schnell in die heiße Phase des Wahlkampfs. Das heißt, du musst Kampagnen vorbereiten, du musst Werbeflächen buchen, du musst dir Slogans überlegen, du musst dich intern sortieren irgendwie und musst erstmal die Partei, also die Fraktion, dann die Partei um dich scharen, und dann musst du dir einen Weg überlegen, wie kann ich diese Wahl gewinnen. Und das dauert natürlich ein bisschen. Ja, was mich noch interessieren würde, wie läuft das denn jetzt? Also wird ein Finanzminister nachbenannt? Gibt es einfach keinen Finanzminister? Scholz sagt ja, wir wollen regieren, wir wollen handeln, aber ich kann mir nicht vorstellen, wie man jetzt regieren will. Naja, die freien Ministersessel können vom Bundeskanzler, er nennt die Mitglieder seines Kabinetts, kann er nachbesetzen. Die Grünen haben gesagt, sie würden in dieser Regierung bleiben. Ich finde es spannend, ob sie das auch wirklich tun oder ob es da jetzt Absetzungsbewegungen gibt. Aber ich glaube, dass sie vorerst bleiben werden. Und dann werden die Posten anderweitig vergeben. Dann hast du aber keine Mehrheit im Bundestag. Ja. Der Bundeskanzler hat ja angekündigt, er möchte noch eine ganze Reihe von Gesetzen durchbringen. Ne? Das Wirtschaftspaket und die Rente. Mit welcher Mehrheit? Geld. Bitte? Er braucht ja auch Geld. Der Haushalt muss ja beschlossen werden. Ja, genau. Das wird nicht mehr möglich sein. Deswegen hat er angekündigt, er möchte auf die Opposition zugehen und möchte quasi schauen, dass er dort in Einzelfällen die Zustimmung von Friedrich Merz bekommt. Ich glaube nicht, dass die Union das machen würde.
Warum sollte sie? Er hat das Beispiel Ukraine-Hilfen genannt. Die Verärgerung bei der Union über die Zeitenwende und wie mit diesen 100 Milliarden umgegangen ist so groß. Man fühlt sich von Scholz hintergangen. Er hat damals angekündigt, Zeitenwende, wir nehmen 100 Milliarden, das ist für die Bundeswehr. Das Geld ist sehr breit ausgelegt worden, für was es verwendet wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Union da mitstimmt bei irgendwelchen Gesetzespaketen. Sie haben allerdings gesagt, sie würden in Einzelfällen zu bestimmten Posten des Haushaltes Ja sagen, damit wichtige Dinge weiterlaufen können, die nicht zu den Pflichtaufgaben gehören. Aber mehr kann der Bundeskanzler von der Union keinesfalls erwarten. Wir haben den Bundeskanzler bei seiner Ansprache jetzt ja auch ungewohnt emotional gesehen. Ja. Früher hat man ihn immer ja den Scholzomat genannt, als er noch Generalsekretär war. Eigentlich eher so ein bisschen nordisch, nüchtern. Also Emotionen zeigt der Mann nicht. Glaubst du, der war jetzt wirklich auch sauer und angefressen darüber, wie die FDP da vorgegangen ist, speziell Christian Lindner? Denn eines muss man ja sagen, mit dem heutigen Tag ist die Ära Olaf Scholz vorbei. Zumindest dieses Kabinett Olaf Scholz ist vorbei. Wie es ausgehen wird, wissen wir noch nicht. Die Umfragen sind ja nicht so günstig für die SPD. Ja, das waren sie aber im September vor der Bundestagswahl auch nicht. Ja, also, da haben wir jemanden, der wirklich noch an Olaf Scholz glaubt. Nein, ich habe nicht gesagt, dass ich an Olaf Scholz glaube, aber ich weiß, wie er von 14... Aber damals, als der Scholz von 15% auf 25% in den Umfragen seine Partei hochgebracht hat... Innerhalb von 6 Wochen. Da wusste man aber noch nicht, wie der Mann als Regierungschef sein würde. Und der ist in den Umfragen, steht ja mittlerweile so schlecht da. Die Bundesbürger haben sowas von die Nase gestrichen voll, dass ein zweites Mal so eine Auferstehung eher unwahrscheinlich sein dürfte. Das kann sein. Wir wissen allerdings nicht, wie sich zum Beispiel die Sache in der Ukraine entwickelt und am Ende dann doch irgendwie der Kurs des Kanzlers als der richtige Kurs irgendwie dasteht. Es kann wirklich noch so unheimlich viel passieren. Ich wage keine Prognosen. Gut, die sind schwierig, da hast du vollkommen recht. Dankeschön, Nikolaus. Bitte.